Doppelfeuer in der Starbase in Texas. Die Starship-Hardware für den 8. voll integrierten Flugtest übersteht Feuertaufe. Nach Starship-Oberstufenproblemen auf dem 7. Flug mehren sich die Anzeichen, dass auch die Falcon-Raketen erneut Probleme mit der Oberstufe haben. Blue Origin identifiziert Ursachen für Landeprobleme von New Glenn und entlässt 10% seiner Belegschaft. Boeing warnt SLS-Belegschaft vor Kündigungen wegen Unsicherheiten des Artemis-Programms. Stoke Space stellt Update seiner vollständig wiederverwendbaren Rakete vor. ULA baut neue Vulcan-Rakete auseinander, um für Amazon Kuiper-Satelliten mit alter Atlas V zu starten. Die ESA genehmigt den ersten Para-Astronautenflug zur ISS und treibt den Frachttransport zur Raumstation voran. Das und noch mehr mit allen Hintergründen schauen wir uns heute an. Und wenn du zukünftig keine Raumfahrt-News mehr verpassen magst, genau, Abo nicht vergessen. Die Zukunft der Raumfahrt, die wird nämlich atemberaubend. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, euer Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Es wurde die Woche wieder heiß in der Starbase und das gleich doppelt. Die für den 8. voll integrierten Starship-Flug antizipierten Raketenteile aus Booster 15 und Ship 34, die wurden diese Woche gefeuert. Damit scheint SpaceX auf der Hardware-Seite auf Kurs für einen erneuten Testflug der Rakete. Am 8. Februar hat SpaceX Booster 15 für einen statischen Feuertest auf dem Starttisch A gesetzt. Am 9. Februar, da war es dann soweit und die 33 Raptor-Triebwerke des Boosters, die feuerten. Laut SpaceX wurde der Super Heavy R-Stufen-Booster über die für diesen Test gesamte geplante Brennzeit getestet. Damit wäre die letzte große Feuertaufe vor einem möglichen Start für den Booster absolviert. Der nächste Meilenstein dann voraussichtlich der nicht feurige Test der gesamten Rakete zusammen mit Oberstufe S-34. Ja, und auch die Oberstufe Ship 34, die hat diese Woche gefeuert. Nach Cryotests am 17. und 18. Januar in der Massey's Testanlage rollte SpaceX Ship 34 am 10. Februar erneut zum Massey's Testgelände. Diesmal für einen statischen Feuertest. Am 11. Februar war es dann soweit und die 6 Oberstufentriebwerke brannten für fast eine Minute. Laut SpaceX wurden die 6 Raptor-Triebwerke so durch mehrere Schubstufen gefahren, um verschiedene Bedingungen im Antriebssystem während des Fluges nachzustellen. Die Daten aus dem Test, die sollen für die Verbesserung der Hardware und des späteren Flugprofils genutzt werden. Ja, und das genaue Flugprofil von Flug 8, das ist weiter unbekannt. Es wird erwartet, dass es als zweiter Flug eines Block-2-Schiffs die Flugbahn von Flug 7 erneut versuchen wird. Der 7. Flug war, wie gesagt, der erste Flug eines Block-2-Schiffs, also das eine Reihe von Verbesserungen zu vorher geflogenen Oberstufen aufwies. Ziel der Mission war auch das Testen des Aussetzsystems für 10 Starlink-Massensimulatoren. Dazu sollte es aber nicht kommen. Noch während der ersten Brennphase der Oberstufe, da kam es zu einem vorzeitigen Abschalten der Triebwerke, gefolgt von einem Totalverlust der Telemetrie. Die Oberstufe, die explodierte daraufhin über den Turks- und Caicos-Inseln, was zu einer mehr als einstündigen Sperrung des Luftraums in der Region führte. Der eingesetzte Booster 14, der kehrte erfolgreich zum Startplatz zurück, wo ihn die Arme des Startturms, wo er gerade erst gestartet war, auffing. Damit war es der zweite Booster, der nach B12 geborgen wurde. Aktuell erwartet man, dass Booster 14 der erste Starship-Booster werden könnte, der auf einem späteren Flug einen Wiederflug versucht. Ja, wegen des vorzeitigen Endes der Oberstufe auf dem 7. Flug wies die amerikanische Flugaufsichtsbehörde SpaceX an, eine Untersuchung der Panne von Flug 7 durchzuführen. Nach wie vor ist aktuell nicht bekannt, wie sich das Scheitern des 7. Fluges auf den Zeitplan für Flug 8 auswirken wird. Nichtsdestotrotz arbeiten die SpaceX-Teams unbeirrt auf einen erneuten Flugtest hin. Nur Stunden nach dem statischen Feuertest, da kehrte der Booster in die Mega B1 zurück. Man erwartet, dass hier nun die letzten Vorbereitungen und Checks für den 8. Flug absolviert werden. Auch die Oberstufe Ship 34 ist wieder in der Produktionsanlage. Nächster großer Meilenstein vor einem Flug dann voraussichtlich die nasse Generalprobe. Das heißt der Test der gesamten Rakete aus Booster 15 und Ship 34 zusammen mit der Startinfrastruktur am Pad A. Vielleicht als kleiner Anhaltspunkt für uns, der 7. Start, der war 6 Tage nach der Generalprobe, wobei das unter anderem dem Wetter geschuldet war. Also wir hätten auch früher starten können, wenn das Wetter besser gewesen wäre. In dem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant, zwischen dem statischen Feuertest der Hardware von Flug 7 bis dann zur nassen Generalprobe am 10. Januar, da lag ein Monat. Aber hier lagen auch die Feiertage dazwischen. Februar, die Motivation ist hoch, der Weihnachtsspeck, der muss runter und ein paar mehr Muskeln dürfen auch wieder drauf. Ich habe mich also im Fitnessstudio angemeldet und ja, aktuell ziehe ich das tatsächlich täglich durch. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Aber wer schwitzt, der muss auch viel trinken und genau da kommt Holy ins Spiel. Die meisten Softdrinks sind reine Zuckerbomben oder künstlicher Kram. Genau das hat mich eigentlich auch immer dran gestört, auch wenn ich trotzdem zugegriffen habe. Holy
ist da die perfekte Alternative. Geiler Geschmack, keine künstlichen Aromen und wenn man möchte, kein Zucker. Jackpot. Gerade beim Sport ist Trinken super wichtig, vor allem wenn man wie ich gerade viel Cardio macht. Holy Hydration gibt mir das zurück, was ich durch Schwitzen verliere, Elektrolyte und Mineralstoffe. Ja, und geschmacklich mein Favorit, kann ich zum Beispiel empfehlen, die Kirsche. Schön fruchtig und nicht zu süß, weil ich die Intensität eben einfach selbst dosieren kann. Für lange Trainingseinheiten oder wenn ich einen Boost brauche, dann gönne ich mir Holy Energy. Hier empfehle ich euch den Raspberry Raptor, der ist geschmacklich echt cool. Kein typisches Gummibärchenwasser, sondern ein fruchtiger, langanhaltender Energy-Koffein-Kick. Perfekt auch, um nach dem Mittagstief richtig durchzustarten. Falls du Holy noch nicht kennst, dann gönn dir doch mit meinem Code zum Beispiel das Holy Starter Set Deluxe. Egal ob Energy, Hydration oder Iced Tea, so findest du easy deinen Favorit. Mit meinem Link und dem Code Senkrecht5 kostet das Set aktuell 44,99 € statt 89,99 €. Findest du auch in der Beschreibung. Diese Woche hat T-Mobile USA einen Starlink-Werbespot veröffentlicht, der vermutlich zum ersten Mal die Starlink Minis als Animation im Orbit zeigt, und zwar ausgeklappt. Hintergrund ist der Direkt-zum-Gerät-Service über Satellit zu handelsüblichen Smartphones. Mittlerweile wird die SpaceX-Interimslösung auch Starlink Version 2 Mini genannt. Ursprünglich sollte Version 2 ja die Bezeichnung der bisher nicht gestarteten, deutlich größeren Starlink-Satelliten für das Starship sein. Bisher gab es von den V2 Minis nur Bilder vor dem Start oder kurz nach dem Aussetzen im Orbit. Wie die Satelliten im Orbit dann aufgeklappt aussehen, das war bisher nicht bekannt. Neben Solargeneratoren für die Energie und die Phased Array Antennen für das Senden und Empfangen tragen die Satelliten unter anderem Reaktionsräder für die Lageregelung, Ionentriebwerke für den Antrieb, Star Tracker für die Navigation und Laserterminals für die Verbindung mit anderen Starlink-Satelliten. Ist mir letzte Woche durchgerutscht. Es gab wohl erneut Probleme mit einer Falcon 9 Oberstufe. Vielen Dank an die Kollegen von NSF. Wir erinnern uns, bereits im Juli 2024, da versagte ein Oberstufen-Merlin-Triebwerk bei einer zweiten Zündung im Orbit, wodurch die 20 damals gestarteten Starlink-Satelliten zu niedrig ausgesetzt wurden und kurz nach dem Start mit der Oberstufe wieder eintraten. Im September 2024, da gab es dann eine Fehlzündung des Oberstufe Merlins bei der Deorbitierung einer Oberstufe, wodurch die Trümmer dann außerhalb der geplanten Gefahrenzone, aber über unbewohntem Gebiet niedergingen. Die nun gestartete Falcon 9 Oberstufe, die soll sich immer noch im Orbit befinden und sehr wahrscheinlich auch dadurch vor einem unkontrollierten Wiedereintritt stehen. Normalerweise führen die Falcon 9 Oberstufen bei Starts in den erdnahen LEO kurz nach dem Aussetzen der Nutzlast einen Deorbit Burn oder eine Deorbit Zündung durch, was dann zu einem Absturz in einem kontrollierten oder einem definierten Gebiet führt. Nach den beiden vorherigen Problemen 2024, da hatte die amerikanische Flugaufsichtsbehörde FAA die Falcon 9 vorübergehend am Boden gehalten, bis SpaceX eine Untersuchung durchgeführt hatte. Diesmal verzichtet die Behörde offenbar auf eine weitere Untersuchung. Trotz der Oberstufenproblematik, zu der es noch kein offizielles Statement gibt, hat SpaceX die Woche weiter Starlinks gestartet. Am Dienstag, 11. Februar, da ist von Vandenberg eine Falcon 9 mit 23 Starlink-Satelliten gestartet. Die Landung des Boosters, die gelang. Es war die 23. für den eingesetzten Booster. Am Dienstag, 11. Februar, ist von Wing Cheng eine neue Lange Marsch 8A gestartet und hat eine zweite Gruppe von Satelliten für das nationale Guoguang Satelliten-Internet-Projekt in den Orbit gebracht. Ja, die überarbeitete Lange Marsch 8A, die soll die hypergolen Raketen ersetzen und spielt eine wichtige Rolle in der Erschließung des niedrigen Erdorbits für die chinesische Raumfahrt. Die Rakete, die soll später teilweise wiederverwendbar sein. Die Lange Marsch 8A, die ist 50,5 Meter lang und hat eine Startmasse von etwas über 370 Tonnen mit einer Nutzlastkapazität in den sonnensynchronen Orbit von 7 Tonnen. Auch am Dienstag, 11. Februar, hat SpaceX mit einer Falcon 9 von Cape Canaveral 21 Starlinks V2 Mini gestartet, 13 davon mit Direct-to-Cell-Konnektivität. Der eingesetzte Booster, der landete zum 18. Mal erfolgreich. Am Samstag, 15. Februar, da folgte eine weitere Falcon 9 mit Starlinks von Cape Canaveral. Damals sind es 2025 bisher 22 Raketenstarts, also wenn man das Starship mitzählt. 21 aus den USA, 7 aus China und jeweils eine aus Indien, Japan, Russland und Neuseeland. Vielleicht hast du dich ja schon mal gefragt, wie so ein Dartpfeil eigentlich im All fliegt. Mit sichtlichem Spaß wurde das auf der Tiangong-Raumstation während der Festlichkeiten zum chinesischen Neujahrswechsel demonstriert. Noch eine coole Demonstration im All gab es diese Woche auf der ISS. NASA-Astronaut Matthew Dominic erklärte die Treibstofftransfers des Starships und warum es so schwierig ist, in der Schwerelosigkeit mit Flüssigkeiten Triebwerke zu betreiben. Auch er hatte sichtlich Spaß, als das vorher nicht geübte Experiment mit der Wasserrakete funktionierte. Cooles, lehrreiches Video, ich verlinke es euch unten in der Beschreibung.
Apropos ISS, der Brite John McFall, der kann sich vielleicht bald McFreefall nennen. McFall hat als erster Para-Astronaut überhaupt die Erlaubnis der ESA für einen Raumflug zur ISS erhalten. McFall wurde im Jahr 2000 nach einem Motorradunfall das rechte Bein oberhalb des Knies amputiert. Bei den Paralympics 2008 gewann er die Bronzemedaille im Sprint über 100 Meter. Ja, und seine persönliche Bestzeit 12,7 Sekunden auf 100 Meter, die stellt er übrigens in Leverkusen auf. McFall, der 2022 als erster Para-Astronaut überhaupt ausgewählt wurde, betonte den kulturellen Wandel, den seine Zulassung mit sich bringt. Die ESA hatte eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, um Barrieren für Astronauten mit körperlicher Behinderung zu untersuchen. Offensichtlich bei McFall stellt das kein Problem dar. Ein Außenbordeinsatz für McFall, den hatte man ursprünglich ausgeschlossen. Das wird aber derzeit erneut geprüft. Wann McFall nun seine erste Mission antreten wird, das ist aber noch offen. Der erste Mensch mit Prothese im All wird er übrigens nicht. Die von Jared Isaacman initiierte private Mission Inspiration 4, die hatte mit Halle Arsenault den ersten Menschen mit einer Knochenprothese im All dabei. Nach nur 2,5 Jahren wurde der Chef der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos, Juri Borisov, entlassen. Der Kreml gab bekannt, dass er durch den 39-jährigen ehemaligen stellvertretenden Verkehrsminister Dmitri Bakanov ersetzt werden soll. Was zum Führungswechsel in der russischen Raumfahrtagentur geführt hat, das ist aktuell nicht bekannt. Nur einen Monat nach dem erfolgreichen Erstflug der New Glenn-Rakete kündigt Blue Origin den Abbau von 10% seiner Belegschaft an. Die Entscheidung, die wurde am Donnerstag von Blue Origin CEO Dave Limp verkündet. In einer E-Mail an die Mitarbeiter, da sprach er von notwendigen Anpassungen in der Unternehmensstrategie und einer Fokussierung auf nachhaltiges Wachstum. Der Personalzuwachs der letzten Jahre, der habe zu mehr Bürokratie und weniger Effizienz geführt. Nun müsse sich das Unternehmen straffer aufstellen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Mit den Einschnitten will Blue Origin seine Abläufe optimieren, um auf dem Raketenmarkt gegen SpaceX und andere Wettbewerber bestehen zu können. Trotz der Entlassung bleibt der CEO optimistisch. Blue Origin wolle weiter wachsen und in diesem Jahr auch hunderte neue Mitarbeiter einstellen. Dafür braucht es aber keine weiteren Raketenwissenschaftler, sondern mehr Organisation, Entschlossenheit und Fertigungsexpertise. Ziel sei es, eine effizientere, kundenorientierte Firma aufzubauen, die ihre Versprechen konsequent einhält. Trotz der Entlassung bleibt der Ausbau der New Glenn-Mission das klare Ziel für 2025. Nach dem erfolgreichen Erstflug der New Glenn-Rakete am 16. Januar, da plant Blue Origin übrigens im späten Frühjahr einen zweiten Startversuch. Eine Nutzlast für den nächsten Flug, die steht noch nicht fest. Blue Origin erwägt verschiedene Optionen, einschließlich eines Massensimulators, falls keine kommerzielle Nutzlast zur Verfügung steht. Keine Details gab es zur fehlgeschlagenen Landung des Erststufenboosters auf dem Jungfernflug. Laut Blue Origin CEO Dave Limp lag das Problem an einer Antriebsstörung, die das Wiederzünden der B-4-Triebwerke verhinderte. Die Ursache sei aber identifiziert und die notwendigen Anpassungen seien nicht kompliziert. Vielleicht auch ganz interessant, die texanische Raumfahrtkommission, die gab diese Woche bekannt, dass sie Zuschüsse von $47,7 Millionen an Blue Origin, Firefly Aerospace, Intuitive Machines, SpaceX und Starlab Space vergeben hat. Blue Origin erhält $7 Millionen für die Aufrüstung seiner Triebwerkstestanlage. SpaceX erhält $7,5 Millionen für eine neue Integrationsanlage in der Starbase für Starship und Super Heavy. Firefly Aerospace bekommt $8,2 Millionen für den Ausbau seines Raumfahrtentwicklungszentrums sowie für die Erweiterung der Programme für Praktika und den Zugang von Studenten. Intuitive Machines erhält $10 Millionen für die Entwicklung eines kommerziellen Raumfahrzeugs und mit $15 Millionen geht der höchste Betrag an Starlab Space für ein Systemintegrationslabor, das für kommerzielle Raumstationen genutzt werden soll. Die Artemis-Mondrückkehrarchitektur der NASA, die steht mit dem Wechsel der Administration in den USA massiv unter Beschuss. Die neue Trump-Regierung, die erwägt offenbar, das SLS-Programm komplett zu streichen. Boeing hat diese Woche angekündigt, man werde bis zu 400 Stellen im SLS-Programm streichen. Die betroffenen Mitarbeiter, die wurden am 7. Februar informiert. Die Kürzungen, die sollen bis April umgesetzt werden. Offiziell hat die NASA noch keine Änderungen am Artemis-Programm angekündigt. Die Vorbereitungen für Artemis 2, den ersten Flug des SLS dann mit Crew, die laufen weiter. Derzeit ist der Start für April 2026 geplant. Die NASA und SpaceX haben beschlossen, für die kommende Crew 10 Mission zur ISS die wiederverwendete Crew Dragon Endurance einzusetzen, mit der schon ESA-Astronaut Matthias Maurer im All war. Ursprünglich war geplant, eine neue, noch im Bau befindliche Dragon-Kapsel zu nutzen. Grund sind Verzögerungen beim Bau des neuen Raumschiffs.
Endurance, die wurde bereits für die Mission Crew 3, Crew 5 und Crew 7 verwendet und war eigentlich für den privaten AX-4-Flug von Axiom Space vorgesehen. Der Wechsel beschleunigt den Start von Crew 10, der nun frühestens am 12. März stattfindet. Gleichzeitig ermöglicht dies die Rückkehr von Crew 9, die ja derzeit auf der ISS ist. Bisher unbestätigten Gerüchten zufolge wird die private AX-4-Mission zur ISS so frühestens Mitte Mai starten. Die ebenfalls private Freiflugmission Fram 2 mit der deutschen Rabea Rocket könnte sich tatsächlich auf Herbst verzögern. Die ESA erweitert ihr LEO Cargo Return Service Programm und sucht neue potenzielle Anbieter für Phase 2. Ziel ist die Entwicklung kommerzieller Raumfahrzeuge, die Fracht zur ISS bringen und auch zurück zur Erde transportieren können. Im Mai 2024 erhielt The Exploration Company und Thales Alenia Space jeweils 25 Millionen Euro für die Entwicklung ihrer Konzepte. Diese Arbeiten, die sollen bis Juni 2026 abgeschlossen sein. Nun will die ESA weitere Unternehmen in den Wettbewerb einbeziehen. Diese zweite Phase, die soll 2026 starten, hängt aber noch von der Zustimmung der ESA-Mitgliedstaaten bei der ESA-Ministerratskonferenz im November ab. Ariane Space bereitet sich auf den ersten kommerziellen Start der Ariane 6 vor. Die Mission VA263 soll am 26. Februar den französischen Militärsatelliten CSO-3 in den Orbit bringen. Es ist der erste Flug der Rakete seit ihrem Jungfernflug im Juli 2024 und der erste, den Arianespace selbst an der Stelle der ESA organisieren wird. 2025 sind insgesamt 5 Ariane 6 Missionen geplant. Die Produktion der Ariane 6, die ist auf maximal 12 Starts im Jahr ausgelegt. Mittelfristig will man auf eine Kadenz von 8 bis 10 Starts kommen. Besonders im Fokus steht der milliardenschwere Auftrag von Amazon. Projekt Kuiper, die geplante Satellitenkonstellation des Tech-Giganten, die umfasst 18 Ariane 6 Starts, der größte kommerzielle Einzelauftrag in der Geschichte der europäischen Raumfahrt. Kritiker bemerken, dass der europäische Steuerzahler die Starts für den amerikanischen Amazon-Konzern massiv bezuschusst. Der EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt, Andrius Kubilius, der wies auf die schwierige Lage hin, in der sich die europäische Raumfahrt befindet. Verkaufszahlen, Exporte und Profite, die sind rückläufig. Die Einführung der Ariane 6 und die Wiederaufnahme des Flugbetriebs der Vega C, die wären wichtige Schritte, aber Europa müsse seine Arbeit an Schlüsseltechnologien wie Wiederverwendbarkeit intensivieren. Die Bundesregierung hat 870.000 Euro für die Entwicklung einer Offshore-Startplattform in der Nordsee bereitgestellt. Das Projekt, das wird ja von der German Offshore Spaceport Alliance vorangetrieben, kurz GOSA. Die Plattform, die basiert auf dem 170 Meter langen Schiff Combi-Dock 1 und soll Kleinträger mit einer Masse von 36 Tonnen bis 52 Tonnen starten können. Hintergrund sind die im New Space stark nachgefragten Polarorbitalbahnen. Die würden auch aus der deutschen Nordsee gehen. Für Starts in diese Bahn, da bietet die oft zitierte Äquatornähe von Kourou keinen Vorteil, sondern einen Nachteil bei gleichbleibender schwieriger Logistik. Erste suborbitale Teststarts, unter anderem mit dem studentischen Space Team Aachen, waren für Juni 2024 geplant, wurden aber kurzfristig abgesagt. Das US-amerikanische Raumfahrt-Startup Stokespace hat die neueste Version seines Oberstufenantriebs vorgestellt. Die Andromeda 2 Oberstufe, völlig überarbeitet, bringt laut Stoke bedeutende Verbesserungen bei Leistung, Einfachheit und Wiederverwendbarkeit. Stokespace ist nach SpaceX das einzige Unternehmen, das derzeit Hardware für die 100%ige, schnelle und zuverlässige Wiederverwendbarkeit von Orbitalraketen testet. Das große Hindernis für vollständig wiederverwendbare Raketen ist die extreme Hitze beim Wiedereintritt der Oberstufe. Stokespace begegnet der Herausforderung mit einem metallischen Hitzeschild mit aktiver Kühlung durch den Treibstoff. Ein Konzept, das aktuell wohl ebenso SpaceX für das Starship wieder aufgegriffen hat. Mit einem Prototyp der Andromeda-Oberstufe hat Stokespace kurze vertikale Starts und Landungen getestet. Das jetzt vorgestellte Design der Oberstufe reduziert die Anzahl der Schubdüsen an der Oberstufe von 30 auf 24. Außerdem wurde das Hot-Staging-Konzept für die Trägerrakete übernommen. Die Andromeda-Oberstufe, die soll ähnlich zu Starship und sowjetischen Trägerraketen noch während der ersten Stufenphase gezündet werden, wodurch man das Gesamtgewicht reduziert und letztendlich durch reduzierte Gravitationsverluste die Nutzungskapazität verbessert. Die United Launch Alliance ändert ihre Startpläne für das Jahr 2025. Die eigentlich für den nächsten Start vorgesehene Vulcan-Rakete, die wird aktuell auseinandergebaut, ja, um in der vertikalen Integrationsanlage Platz für eine Atlas-V-Rakete zu schaffen. Die soll dann Amazon Kuiper-Satelliten starten. In der ULA-Anlage auf der Cape Canaveral Space Force Station, da lässt sich derzeit nur eine Rakete gleichzeitig montieren. Ein zweites Montagegebäude, das soll die Kapazität Ende des Jahres verdoppeln.
Im Oktober begann ULA damit, ihre dritte Vulcan-Rakete auf der mobilen Startanlage in Florida zu stapeln, um einen Einsatz für die US Space Force vorzubereiten. ULA wartet aber immer noch auf die formale Zertifizierung seiner neuen Rakete durch die Space Force. Der zweite Vulcan-Testflug, der war am 4. Oktober gestartet. Zwar erreichte die Rakete ihren Zielorbit, aber während des Aufstiegs da kam es zu einer Fehlfunktion in einem der beiden Feststoffbooster. Amazon hat 2022 für die Kuiper-Internet-Konstellation 8 Atlas V Raketenstarts und 38 Vulcan-Starts bei ULA gekauft. Das war, meine ich, der größte kommerzielle Startauftrag der Geschichte der Raumfahrt. Laut ULA-CEO Tory Bruno kann die Atlas V Rakete 27 Kuiper-Satelliten starten und bis zu 45 passen auf die Vulcan. Bevor wir uns die Starts der kommenden Woche ansehen, dass der Kanal Senkrechtstarter regelmäßig starten kann, das verdanken wir alle den Schutzengeln, also allen Menschen, die den Kanal regelmäßig monetär unterstützen. Wenn auch du dabei mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum aktiv für Raumfahrt zu begeistern, findest du unter dem Video einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's ja alle meine Videos vorab und vor allem auch ohne Werbung. Am Montag, 17. Februar, da soll von Vandenberg eine Falcon 9 mit geheimer Pentagon-Nutzlast starten. Mittwoch, 19. Februar, soll von Cape Canaveral mit Falcon 9 eine Ladung Starlink starten. Auch am Mittwoch, 19. Februar, da möchte Rocket Lab von der Mahia-Halbinsel in Neuseeland eine Electron mit einem kommerziellen Black Sky Erdbeobachtungssatelliten starten. Und dann der Wochenabschluss voraussichtlich am Donnerstag, 20. Februar, noch einmal Starlinks und dann auch von Vandenberg. Hier nochmal die Erinnerung an den Holy Deal mit meinem Link und dem Code Senkrecht5 bekommst du einen Rabatt von 5 € auf deine erste Bestellung. Findest du auch in der Beschreibung. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen, auch das Abo nicht vergessen, wenn du weitere Raumfahrt-News nicht verpassen möchtest. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.